Willkommen zu meiner dritten Buchrezension. Heute möchte ich euch das Buch Dracula von Bram Stoker vorstellen. Ja, was ist das Besondere an diesem Buch? Dieses Buch ist unglaublich spannend und was auch noch gesagt werden muss, das ist praktisch der erste Vampirroman, den es jemals gegeben hat. Naja, beinahe. Es gab vorher noch eine Novelle von dem Iren Joseph Sheridan Le Fanu, der über eine Vampirin geschrieben hat, die ein junges Mädchen verführt und dann zu Tode gejagt wird. Oder so ähnlich. Jedenfalls von dieser Geschichte wurde der gute Bram Stoker so inspiriert, dass er anfing, dieses Buch hier zu schreiben. Dafür hat er übrigens fast 7 Jahre gebraucht, was man auch ganz gut an der Struktur des Buchs erkennen kann, denn meiner Meinung nach besteht es praktisch aus einem ersten und einem zweiten Teil, auch wenn das nicht wirklich hier drin gesagt wird. Der erste Teil handelt praktisch davon, wie der junge Anwalt Jonathan Harker nach Rumänien fährt, um dem Grafen Dracula zu begegnen und ihm seine Verträge darzubieten, da er nämlich Häuser in London gekauft hat, weil er vorhat, dorthin zu ziehen, um sich unter die Leute zu mischen. Wie wir später erkennen werden, ist das keine sonderlich gute Idee, aber der gute Jonathan Harker ahnt noch nichts Böses, als er sich Richtung Rumänien begibt. Erst als er in Rumänien ankommt und ihm immer mehr merkwürdige Leute begegnen, die ihm sagen, er soll wieder umkehren, die ihm Kreuze schenken und sagen, warum fährt er denn dahin zu diesem Schloss von dem Grafen, das ist keine gute Idee, fängt er langsam an darüber nachzudenken, was das eigentlich für ein komischer Klient ist. Jedenfalls folgt dann eine Höllenfahrt mit einem sehr gruseligen Kutscher mitten in der Nacht Richtung Schloss Dracula, verfolgt von irgendwelchen Wölfen, in den Wäldern blinken irgendwelche Geisterlichter und endlich sind sie dann da, wo Jonathan dann dem gruseligen Grafen höchstpersönlich begegnet. Er ist bleich und hat spitze Zähne, die sogar, wenn sein Mund geschlossen ist, über die Lippen hinausragen. Er hat lange Fingernägel und ist generell irgendwie komisch. Dieser Mensch, der noch nie in England gewesen zu sein scheint, spricht aus irgendeinem Grund perfekt Englisch, bittet Jonathan aber länger dazubleiben, um sein Englisch auszubessern und nutzt dies als Ausrede, um Jonathan länger dazubehalten. Relativ schnell sind die Vertragsnotwendigkeiten geklärt und Jonathan beginnt sich langsam unwohl zu fühlen, denn der Graf diktiert ihm Briefe an seinen Chef und auch an seine Verlobte, in denen er schreiben soll, dass er seinen Aufenthalt auf Schloss Dracula auf unbestimmte Zeit verschiebt und dass es ihm gut geht und dass sich niemand melden soll und dass auch niemand kommen braucht und dass alles super wäre. Jonathan findet das etwas merkwürdig und fängt an, im Schloss herumzuschleichen, da der Graf tagsüber nicht da ist und ganz plötzlich immer erst abends auftaucht, ihm beim Abendessen Gesellschaft leistet, dabei aber auch nichts isst. Außerdem verbietet Graf Dracula ihm im Schloss in bestimmte Räume zu gehen und er sagt ihm als Warnung, er solle bloß nirgendwo anders einschlafen oder einnicken als in seinem Zimmer. Natürlich passiert es dem guten Jonathan Harker. Er wird von 3 Grazien überrascht, die ebenfalls so bleich sind wie der Graf höchstpersönlich und die auch diese wunderschönen spitzen Zähne haben und offenbar sehr scharf auf Jonathans Blut sind. Jonathan wird im letzten Augenblick vom Grafen selber gerettet, allerdings zu einem furchtbaren Preis, denn der Graf hat den Ladies ein Baby mitgebracht und wirft dieses ihnen zum Fraß vor, um sie daran zu hindern, Jonathan weiter zu bedrängen. Nach diesem Vorfall beginnt Jonathan Todesangst zu haben und überlegt sich die ganze Zeit, wie er es schaffen kann, aus diesem Schloss zu entfliehen. Der Graf sagt, ja, er kann natürlich gehen, wann er will. Das Dumme ist nur, dass das Schloss von seinen Leuten bewacht wird, Zigeunern, die alles für ihn tun und die auf niemand anderen hören als auf den Grafen und offenbar den Befehl haben, Jonathan daran zu hindern, das Schloss zu verlassen. In der Zwischenzeit plant der Graf seine Abreise. Leider habe ich vergessen, ob der Graf zuerst abreist und Jonathan danach flieht oder ob Jonathan zuerst flieht und dann der Graf abreist. Jedenfalls ist es dem Grafen egal, dass Jonathan versucht zu fliehen. Er schafft es jedenfalls. Ich glaube, er klettert die Außenmauer herunter und ist kurz davor abzustürzen, aber das ist ihm lieber, als Mittagessen für diese Damen zu enden. Jedenfalls, der Graf macht sich auf Richtung London und zwar im Schiff. Das heißt, er lässt sich in eine Kiste verpacken voller Erde, niemand weiß, dass er überhaupt da drin ist und fährt Richtung England. Hier folgt eine sehr gruselige Schifffahrt, bei der ein Mann nach dem nächsten aus der Schiffsbesatzung verschwindet, so dass am Ende nur noch der Kapitän gefunden wird, der sich selbst an das Steuerrad gefesselt hat mit einem Kreuz in seinen Händen, um seine Seele noch zu retten vor dem Monster, was sich auf diesem Schiff herumtreibt und auf der langen Reise hungrig geworden ist.
Das Einzige, was wir mitbekommen, ist, das Schiff kommt an, es hat keine Fracht dabei und das Einzige, was dieses Schiff verlässt, ist ein schwarzer Hund, der kurz nach Ankunft einfach von Bord springt und verschwindet. Wir erfahren dann von Jonathan, dass er es geschafft hat zu fliehen und dass er in ein Nonnenkloster gegangen ist, wo er erstmal zusammengebrochen ist, weil ihn der Wahnsinn ergriffen hat und er Angst um sein Leben hatte, da er dachte, dass ihn vielleicht irgendwelche Vampire verfolgen könnten. Jedenfalls pflegen die Nonnen ihn erstmal gesund und seine Verlobte bekommt in London Nachricht davon, dass er diesem Schloss entflohen ist und dass er auf sie wartet. Kommen wir somit zu seiner Verlobten, Wilhelmina Murray. Kurz genannt Mina, wartet auf ihren Verlobten in London. Ihr wird allerdings ein bisschen langweilig so ohne ihn und deswegen besucht sie ihre Freundin Lucy Westenra in Whitby. Zufälligerweise ist dieses Schiff in Whitby angekommen, wo der schwarze Hund von Bord gegangen ist. Jedenfalls, sie besucht sie, da Lucy kurz davor ist zu heiraten und 3 ausgesprochen charmante Verehrer zu ihren Füßen liegen hat und Mina und Lucy haben unglaublichen Spaß daran herauszufinden, wer denn nun der Richtige für sie ist. Diese 3 Verehrer sind unter anderem Arthur Holmwood, der Amerikaner Quincy Morris und der Irrenarzt Dr. Seward. Lucy entscheidet sich am Ende für den schönen Arthur, aber damit beginnt das Drama. Denn Lucy beginnt aus irgendeinem Grund plötzlich zu schlafwandeln. Mina macht sich Sorgen um sie und holt sie nachts manchmal von der Straße nach drinnen, weil sie einfach mitten in der Nacht aus ihrem Zimmer hinaus aus dem Haus in den Park hineinwandert und offenbar selber nicht mehr weiß, wo sie ist oder was sie da macht. Eines Tages jedoch kommt Lucy sehr bleich und kränklich zurück und Mina entdeckt 2 Punkte an ihrem Hals. Sie kann das nicht zuordnen, sie weiß nur, dass es ihrer Freundin immer schlechter geht und dass dieses Schlafwandeln immer stärker wird. Und sie auch nicht mehr jede Nacht wach werden kann, um Lucy zu helfen, weil sie selber so müde ist. Jedenfalls, als sich Lucys Zustand immer weiter verschlechtert, bitten sie Dr. Seward, den abgelehnten Verehrer, von ihr um Hilfe. Dr. Seward erkennt diese Male an ihrem Hals und lässt sich dadurch sehr beunruhigen. Er geht deswegen zu seinem ehemaligen Lehrer, dem guten Abraham van Helsing. Übrigens hier eine kleine Zwischennote. Ist es nicht interessant, dass sich der Autor des Buches, der eigentlich auch Abraham heißt, nach dem coolsten Charakter im ganzen Buch benannt hat? Was sagt das wohl über seine Psyche aus? Naja, lassen wir das. Van Helsing kommt zur Hilfe, kommt extra aus den Niederlanden nach London, um seinem ehemaligen Schüler Seward zu helfen und er erkennt bald, dass es sich hier um das Opfer eines Vampirs handelt. Das erzählt er den anderen nicht, aber er schmückt ihr ganzes Zimmer mit Knoblauch und veranlasst Bluttransfusionen für Lucy. Jedenfalls ist das sehr spannend, dieses Hin und Her. Schaffen sie es, Lucy zu retten oder nicht? Aber leider wird Lucy am Ende doch vom Grafen Dracula überwältigt und stirbt. Hier endet praktisch dieser erste Teil vom Buch. Hier ist irgendwie eine inhaltliche Zäsur zu sehen, nämlich dieses lange Ringen um Lucys Leben geht zu Ende und Jonathan Harker kehrt zurück. Damit fängt der zweite Teil an. Lucy ist tot, alle sind unglücklich, aber Van Helsing erwartet noch etwas viel Schlimmeres, nämlich dass Lucy wieder aufersteht. Und genau das passiert, Lucy wird zum Vampir und Team Dracula, wie ich es von nun an nennen werde, bestehend aus Van Helsing, Jonathan Harker, Mina Murray, Quincy Morris und Arthur Holmwood und Dr. Seward, versuchen, diesen Lucy-Vampir zu besiegen. Nachdem das geschafft ist, legt sich der Fokus darauf, Dracula persönlich zu vernichten. Jonathan weiß nämlich, dass Dracula mehrere Häuser in London angemietet hat, in denen er, wie sie dann mit der Zeit herausfinden, lauter Kisten mit Erde aus Rumänien gelagert hat. Es ist dem Grafen nämlich nicht möglich, außerhalb von Rumänien zu existieren, wenn er sich nicht jeden Morgen, also wenn er schlafen gehen soll, in seine Heimaterde betten kann. Deswegen hat er sie einfach mal mitgebracht. Jedenfalls suchen sie in den verschiedenen Häusern, die der Mann angemietet hat, und versuchen, diese Kisten voller Erde zu entdecken und zu zerstören, damit der Graf keine Rückzugsmöglichkeiten mehr hat, denn ihn selber können sie nicht finden. Das brauchen sie auch gar nicht, denn der Graf hat sich ein neues Opfer auserkoren, und zwar Mina. Er kommt zu ihr, während Team Dracula auf der Suche nach ihm ist und versucht, sie zu einer Untoten zu machen. Dies wird glücklicherweise verhindert, doch vorher schafft er es noch, mit ihr die Bluthochzeit zu vollziehen. Das ist etwas anderes, als sie einfach nur zu beißen. Er gibt ihr nämlich sein Blut zu trinken und dadurch entsteht irgendwie eine Art telepathische Verbindung zwischen den beiden.
Von nun an kann Mina herausfinden, was der Graf plant, was er denkt und was er sieht. Das Dumme ist nur, dass Dracula auch sehen kann, was Mina denkt und plant und sieht. Das findet Team Dracula aber leider erst später heraus. Mit Hilfe Minas schaffen sie fast alle dieser Kisten zu zerstören. Das Problem ist nur, dass der Graf das mitbekommen hat und seine Flucht plant. Er nimmt sich die letzte Kiste, die er noch hatte, und flieht zurück nach Rumänien. Dabei nimmt er den Seeweg über Varna und versucht so zurück zu seinem Schloss zu kommen. Team Dracula macht sich auf den Weg über Land und versucht ihm den Weg abzuschneiden. Das klappt natürlich alles nicht, weil Dracula kann ja in Mina reingucken und Mina in Dracula und irgendwie schaffen sie es dann doch, sich zu verpassen und es folgt eine richtig spannende Flucht und Verfolgungsjagd in Kutschen über holpriges Gelände mit Wolfsrudeln im Schlepptau und dem restlichen Anhängsel von Graf Dracula, was vorher Jonathan Harker im Schloss versucht hatte zu behalten. Jedenfalls wird das alles super spannend, wir nähern uns dem Höhepunkt, es ist Sonnenuntergang, das Schloss ist schon in Sichtweite und Team Dracula weiß, dass wenn sie ihn nicht erwischen, bevor die Sonne untergegangen ist, dass sie dann keine Chance mehr haben und wahrscheinlich von ihm und seinen Schergen überwältigt werden. Doch Jonathan Harker, mit der Kraft der Verzweiflung und in all der Erinnerung, was der böse Graf Dracula ihm alles angetan hat, schafft es, ihn zu töten. Allerdings muss man ein bisschen mehr machen, um einen Vampir zu töten, deswegen rammt ihm Quincy Morris auch noch einen Holzpflock ins Herz und ich glaube, der wird auch noch geköpft. Ich habe keine Ahnung, was sie alles mit ihm machen. Jedenfalls, Graf Dracula stirbt und in diesem kleinen, winzigen, kurz beschriebenen Moment sehen wir ein bisschen etwas Menschliches an der bisher recht stereotyp aufgezeigten Figur des Dracula. Er zeigt nämlich so etwas wie Menschlichkeit. Er zeigt Reue, zumindest in seinem Gesichtsausdruck angeblich soll man das gesehen haben. Und er scheint einfach nur erschöpft zu sein und froh darüber, dass er erlöst wurde. Denn eine Art zufriedenes Lächeln zeichnet sein Gesicht im Moment, bevor er zu Staub zerfällt und im Winde verweht wird. So endet das Buch. Ja, was kann man dazu sagen? Ich habe euch schon die ganze Story jetzt erzählt, jetzt ist es überhaupt nicht mehr spannend. Falsch! Das habe ich nämlich auch damals gedacht. Denn praktisch jeder kennt so ein bisschen diese Geschichte, entweder weil man das Buch gelesen hat oder weil man einen der zahlreichen Filme gesehen hat, die es zu diesem Thema gibt. Ich habe zum Beispiel den Film von 1992 gesehen mit Gary Oldman und Winona Ryder. Der ist allerdings ein bisschen anders als hier in der Vorlage. Vielleicht werde ich später mal ein Video dazu machen, weil ich den Film doch eigentlich ganz interessant finde. Jedenfalls dachte ich auch, dass dieses Buch wahrscheinlich gar nicht mehr so spannend ist, nachdem ich die Geschichte ja eigentlich schon gesehen hatte, aber das stimmt nicht. Dieses Buch ist nämlich in Form von Tagebucheinträgen, Briefen und Zeitungsartikeln geschrieben und dadurch bekommt man den Eindruck, als wäre man mitten im Geschehen und das Ganze würde wirklich und zeitnah passieren. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, es trotzdem zu lesen. Wenn ihr bisher keinen Film dazu gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen, dieses Buch auf jeden Fall zu lesen. Es lohnt sich.